Ja, hallo Retro-Freunde, hallo 80er Jahre Filmfans. Auf meinem Channel geht es natürlich nicht nur um Spielzeug, um Action-Toys und so weiter, sondern halt auch um alles, was die 80er Jahre betrifft. Und dazu zählen auch Filme. Ich zeige euch in diesem Video meine Neuheiten, die ich die letzten Tage bekommen habe, und viel Spaß damit. Ja, ich habe mal wieder bei Amazon zugeschlagen oder Amazon zugeschlagen. Die hatten wieder mal eine Aktion, 3 für 18, also 3 Filme für 18 Euro. Macht der Adam Riese 6 Euro pro Film, pro Blu-ray, und das ist so normalerweise meine Schmerzgrenze. Ja, also ich liebe Filme, ich mag Filme. Ich bin kein Streaming-Fan, ja. Ich habe die gerne physisch, ich habe die gerne in der Hand, ich möchte die einlegen, ich möchte mir das Cover angucken, ich möchte die ins Regal stellen. Und bin aber nicht bereit, jeden Preis dafür zu zahlen. Also ich gebe keine 20, 25 Euro oder auch eigentlich keine 15 Euro für eine Blu-ray mehr aus. Ja. 6 Euro finde ich okay, und von daher möchte ich euch mal zeigen, was ich jetzt so alles gefunden habe. Fangen wir mal an. Also wie gesagt, 3 für 18 war es. Ganz kurz noch, wenn ihr Interesse an Filmen habt, ja, oder auch an allem anderen, was 80er Jahre betrifft, ich blende euch hier mal ein Video ein. Ja, das ist ein Collection-Update-Video. Da sind auch ein paar Blu-rays dabei, die ich gefunden habe, aber noch viel anderer, ja, 80er Jahre Spielzeug, Merchandise-Stuff. Schaut mal rein. So, als erstes habe ich mir ausgewählt, ich hoffe, das blende ich jetzt nicht so in der Kamera, und zwar das Traumteam. Das Traumteam oder Dream Team heißt der wahrscheinlich im Original, ja, ist von 1989, also grenzt noch an die 80er Jahre, ja, mit Michael Keaton, mit Christopher Lloyd, ist eine Komödie um 4 Leute aus der ja, Irrenanstalt, sage ich jetzt einfach mal, ja, die aus einer Anstalt ausbrechen und da halt die Stadt unsicher machen. Ich habe den Film damals einmal gesehen, weiß nicht mehr genau, wie er geht, war jetzt in der Aktion mit drin, dachte mir, den nehme ich mir mit, ja, und gucke mir den halt mal wieder an. Ein schöner 80er-Jahre-Film. Ich liebe Michael Keaton. Wie gesagt, der Film ist von 89, das Jahr, wo er auch Batman gedreht hat. Wandert so in meine Sammlung. Dann ein etwas älterer Film, und zwar Gotcha, ja, ein irrer Typ. Ja, auch von 1900, jetzt muss ich lügen, 85, von 1985, jawohl, mit Anthony Edwards. Ja, da geht es halt um einen College-Studenten, der, glaube ich, in Paris irgendwie ist und dann halt in so ein Geheimdienst-Ding eingewickelt wird. Habe ich auch lange nicht mehr gesehen. Gibt es auch noch gar nicht so lange auf Blu-ray. Umso schöner oder umso mehr freut es mich, dass ich den jetzt endlich in der Sammlung habe. 6 Euro der Film. Wander dabei. Dann habe ich auch wieder einen Klassiker eigentlich, der müsste auch Ende der 80er gewesen sein, und zwar Blinde Wut mit Rutger Hauer. Ja, den habe ich damals mehrmals geguckt, ich fand den richtig klasse. Habe den bisher nicht weder auf DVD gehabt, noch auf Blu-ray, wie gesagt. Ja. Ist auch noch gar nicht so lange auf Blu-ray draußen. Gerade mal schauen, der ist auch von 89. Ja, auch der wandert, steht auch schön Uncut-Version drauf. Ja, auch der wandert so in meine Sammlung. Das waren quasi 3 für 18 Euro. Da ich aber mehrere Filme gefunden habe, dachte ich mir, okay, dann hole ich mir halt nochmal 3 für 18 Euro. Und zwar habe ich 2 Komödien gefunden, und ich muss sagen, ich liebe Steve Martin. Und habe dann mitgenommen oder in den Warenkorb gelegt einmal House Sitter mit Steve Martin und Goldie Hawn in der Hauptrolle. Ja. Ist auch eine Komödie, die ich damals, die ein bisschen an mir vorbeigegangen ist. Die ist schon von 92, ja, also immer noch aus dem letzten Jahrhundert, aber halt keine 80er mehr. Aber das macht mir nichts, ja, 92 ist vollkommen okay. Ja. Steve Martin, House-Sitter, Lügen haben schöne Beine. Dann noch ein Steve Martin-Film, und zwar L.A. Story. L.A. Story ist auch wieder eine Komödie, ist sogar, glaube ich, so ein bisschen auch melancholisch, so ein bisschen Drama mit dabei. Ja, wenn ich mich auch noch recht daran erinnere, wie gesagt, ihr seht, das Ding ist noch original zu, also ich habe ihn auch noch nicht gesehen. Habe ihn damals halt auf VHS gesehen, aber das ist auch schon wieder, lasst mich kurz gucken, 1991, also auch schon wieder 30 Jahre her. L.A. Story, noch ein schöner Pappschuber außenrum, ja, da lege ich jetzt nicht so viel Wert drauf, aber was dabei ist, nimmt man mit für 6 Euro. Und dann ein Film, den ich damals noch ganz dunkel mal gesehen hatte, und Anfangszeiten von Kurt Russell, und zwar Used Cars. Ja,
Used Cars war mir halt kein Begriff, aber der deutsche Titel war Mit einem Bein im Kittchen. Und das hat mir irgendwas gesagt, ja. Also deswegen dachte ich mir, komm, mir fehlt noch ein Film bei der Dreier-Set, damit ich halt 6 Euro pro Film bezahle. Hab den halt mitgenommen. Kurt Russell, eine der ersten Hauptrollen von ihm, denke ich mal, der ist von 1980. Ja, das Interessante ist produziert worden von Steven Spielberg, der Film. Und Regie hat Robert Zemeckis geführt, quasi ja, kurz vor oder 5 Jahre vor, bevor er Zurück in die Zukunft gedreht hat, auch in Kooperation mit Steven Spielberg. Der Film kann eigentlich nicht schlecht sein. Es geht um 2 Autoverkäufer, die ihre, ja, im Automobilhandel halt in der gleichen Straße gegenüber halt haben und somit sich versuchen, halt die Kunden wegzuschnappen. Ist eine Komödie. Den werde ich mir auch demnächst mal anschauen. Und dann noch 3 Filme für 18. Also ich habe 3 Filme für 18 Euro gefunden. Und zwar auch wieder ein Klassiker der 80er Jahre, Der Tank mit James Garner und dem jungen C. Thomas Howell. Ja, der Film ist von 84. Ich glaube, sowas gibt es auch nur in den USA. Ja, der Vater hat einen Panzer und mehr sage ich dazu nicht. Schaut ihn euch an, wenn ihr ihn nicht kennt. Ja, es ist ein Klassiker der 80er Jahre. Ja, manches wirkt wahrscheinlich ein bisschen altbacken jetzt, wenn man halt die ganzen Avengers und was weiß ich, wie sie alle heißen, Hightech Filme anschaut. Aber ich liebe das, diese 80er Jahre Flair einfach. Und werde ich mir jetzt auch auf jeden Fall demnächst nochmal anschauen. Dann der nächste Film, habe ich auch noch in der Sammlung gehabt, ist Runaway, Spinnen des Todes. Auch wieder ein geiler deutscher Untertitel. Ja, mit Tom Selleck und Gene Simmons. Gene Simmons, Frontmann von Kiss, ja, spielt hier den Bösewicht. Finde ich klasse. Ja, auch der Film ist schon ewig her, dass ich ihn gesehen habe. Wird Zeit halt für eine Neusichtung. Mal gucken, wie gut er gealtert ist oder auch nicht. Ja. Film ist von Michael Crichton. Michael Crichton hat sogar Regie geführt. Michael Crichton, für die, die es nicht wissen, ja, war ein Autor. Er hat zum Beispiel halt auch Jurassic Park geschrieben oder ja, Dino Park hieß es das Buch ja, und Steven Spielberg hat ihn dann als Jurassic Park verfilmt. So, der letzte von diesen 18-Euro-Filmen ist auch wieder ein Film, den ich glaube ich damals nie wissentlich gesehen habe, aber allein von den Schauspielern her und vom Titel her sagt er mir was und deswegen habe ich ihn auch mitgenommen. Ist Todfreunde oder der Originaltitel Bad Influence, ja, mit jungen James Spader, mit einem Rob Lowe. Ja, der Film ist von 1990. Gerade mal gucken. Der Runaway, wollte ich auch noch sagen, ist von 84. Ja, Todfreunde, Rob Lowe, James Spader, da geht es um 2 junge Leute. Der eine ist ein Streber, der andere nimmt es mit der ganzen Welt nicht so genau und dann gibt es halt Verwirrungen und so weiter. Liest sich gut, ist auf jeden Fall für mich eine Sichtung wert. Das waren die 3 für 18 Filme. Was ich mir noch besorgt habe, da konnte ich halt auch nicht Nein sagen. Den Film habe ich zwar schon auf DVD gehabt, aber jetzt habe ich ein Upgrade gemacht, habe mir auf Blu-ray geholt und das ist Fright Night, mein Nachbar, der Vampir. Einer meiner Lieblingsvampirfilme, ist eine Vampir-Comedy, sage ich mal, ja, für die, die ihn nicht kennen sollten, was ich eigentlich gar nicht glauben kann. Ja, ein Tom Holland-Film, ja, 1985. Ist ein Klassiker, den niemand nicht gesehen haben darf, der auf Vampirfilme steht, der auf 80er Jahre Filme steht. Den habe ich mir außer der Reihe geholt, der hat bei Amazon 4,99 € gekostet. Da konnte ich auch nicht Nein sagen, habe ich mir mitgenommen. Dann bin ich über meinen Schatten gesprungen und habe mir einen Film geholt für, ich glaube, 7,99 €. Der ist auch relativ neu draußen, hat dann die ganze Zeit 12 € gekostet, dann 9,99 €, dann 7,99 € und der hat mir damals nicht gefallen. Ich dachte, ich gebe ihm noch eine Chance, weil ich Bock drauf hatte. Ich hatte mir den Fright Night gerade geholt und dachte mir, den brauchst du jetzt auch noch. Und zwar ist das der Eddie Murphy Film Vampires in Brooklyn oder Vampire in Brooklyn, ja, wo Eddie Murphy halt eine ernstere Rolle spielt. Er spielt einen Vampiren. Ja, es ist ein bisschen Comedy, meine ich, drin, aber der Film ist halt nicht auf typisch Eddie Murphy Comedy ausgelegt. Hat mir damals nicht so gefallen. Der ist von 95, jawohl, der ist von 95 der Film. Aber dem gebe ich jetzt auch nochmal eine Chance. Ja, der hat mich 7,99 € gekostet und dachte mir, den nehme ich mit, weil den möchte ich schauen. Zu guter Letzt war, glaube ich, für 6,99 € im Angebot. Den habe ich auch noch nicht, also den habe ich auf VHS, ich habe ihn auf DVD
Und jetzt habe ich ihn halt auf Blu-ray, habe ich ihn die ganze Zeit nicht gehabt, für 7,99 €. Predator mit Arnold Schwarzenegger von 87, ja. Das Schöne ist, es ist die 3D Blu-ray also die 3D und die 2D Blu-ray in einem, ja, nochmal in einem Pappschuber, ja. Hier ist der Film, die Blu-ray nochmal drin. Es sind beide Fassungen drin. Es ist die 3D Blu-ray als auch die 2D Blu-ray drin. Ja, ich habe einen 3D-Player und einen 3D-Fernseher und ich muss sagen, ich mag 3D zu Hause sehr. Ist für mich besser, kommt für mich besser wie im Kino. Mag es allerdings da eher, wenn es halt neue Filme sind, ja, weil dann das teilweise halt auf 3D oder für 3D halt schon gefilmt wurde oder darauf hingearbeitet wurde. Ich mag diese nachträglichen Konvertierungen von 80er, 90er Filmen, die auf einmal jetzt in 3D rauskommen, nicht so wirklich. Die sind meistens sehr, sehr schwach, finde ich, ja, weil die Filme wurden halt nicht dafür ausgelegt. Deswegen war halt auch das 3D hier kein Kaufgrund. Es war halt einfach der Preis im Zusammenhang, ja, mit ich habe einen 3D, ich habe einen 2D-Film. Und auch der 2D-Film kostet eigentlich genauso viel. Ja, von daher habe ich den jetzt mitgenommen. Und ja, das waren meine Filmfunde der letzten Tage. Es ist wieder ein bisschen Stoff. Ich hoffe, dass es bald mal regnet wieder, dass ich halt ein paar Filme gucken kann. Bei dem Wetter macht es dann einfach mehr Spaß. So, was haltet ihr von meinen Filmfunden? Ja, seid ihr genauso wie ich noch ein Sammler, der die Filme im Regal stehen haben möchte? Oder sagt ihr, nein, Streaming ist für mich das einzig Wahre, ja, ich habe keinen Platz dafür, ich möchte es nicht, das ist mir auch zu teuer. Ja, ich warte, bis die Filme kostenfrei auf irgendeinem, ja gut, man hat jetzt trotzdem ein Abo, aber auf irgendeinem Streamingdienst sind halt, wo ich mir sie angucke. Oder ich kaufe sie mir vielleicht sogar über meinen Streamingdienst. Lasst mich mal wissen, interessiert mich, schreibt es unten in die Kommentare. Ansonsten blende ich euch hier jetzt nochmal 2 Videos ein, wo ihr nochmal so ein bisschen über meine, ja, Collection-Updates oder halt auch auf meine Masters of the Universe Sammlung nochmal schauen könnt, wenn es euch interessiert. Das soll es von mir gewesen sein. Falls ihr ja noch kein Abonnent seid, würde ich mich über ein Abo freuen. Ja, auch das hilft mir zu sehen, wie sich mein Kanal entwickelt. Like das Video und auch das ist ein Indikator, wie gesagt, halt, ob ich mit solchen Videos weitermachen soll, ob ich umschwenken soll und so weiter. Lasst mich einfach wissen, wie es euch gefällt. In diesem Sinne, bleibt gesund, euer Retro Rauner.